Berlin, 1904. 13 Experten prüfen ein rechnendes Pferd. Ihr Urteil? Kein Trick. Dann genügt ein paar Scheuklappen und die Trefferquote stürzt von 89 auf 6%. Wilhelm von Osten, Lehrer aus Preußen, zieht nach Berlin. Griebenowstraße 10, im heutigen Ortsteil Mitte, nahe Prenzlauer Berg. 1888 kauft er sein erstes Pferd, Hans. Im Jahr 1900 folgt ein zweiter Hans, ein Orloff-Traber, der weltberühmt werden soll. Von Osten ist überzeugt, Pferde lernen wie Kinder. Jahrelang trainiert er Hans einen Klopfcode, Hufschläge für Zahlen, Buchstaben, Kalenderdaten. Im Hinterhof tritt Hans öffentlich auf. Der Eintritt ist frei. Er addiert, subtrahiert, nickt. Von Osten will einen wissenschaftlichen Beweis, keine Zirkusnummer. Zeitungen in ganz Europa berichten, Wissenschaftler reisen an. Die Fachwelt spaltet sich in Gläubige und Zweifler. Im September 1904 beruft Karl Stumpf eine Kommission ein. 13 Personen. Tierarzt, Zirkusdirektor, Kavallerieoffizier, Schullehrer, der Direktor des Berliner Zoos. Wochenlang prüfen sie jede denkbare Täuschung. Versteckte Zeichen, geheime Kommandos. Nichts. Selbst ohne von Osten antwortet Hans richtig. Das Urteil. Kein Trick, kein Betrug nachweisbar. Scheinbar bestätigt die Wissenschaft selbst das Wunder vom rechnenden Pferd. Doch Stumpfs Assistent Oskar Pfungst bleibt misstrauisch. Kein Trick gefunden heißt nicht kein Trick vorhanden. Er übernimmt die Ermittlung. Pfungst testet nicht das Pferd, sondern die Prüfung selbst. Mal sieht Hans den Fragesteller, mal nicht. Mal kennt der die Antwort, mal niemand. Mit Scheuklappen verliert Hans den Fragesteller aus dem Blick. Das Rechengenie versagt, selbst bei den einfachsten Aufgaben. Pfungsts eigenes Protokoll. Sieht Hans einen Fragesteller, der die Antwort kennt, klopft er 50 von 56 Aufgaben richtig. 89%. Ohne Sichtkontakt. Oder wenn der Fragesteller die Lösung selbst nicht kennt, 2 von 35. Aus 89% werden 6. 2 Bedingungen müssen zusammenkommen. Sichtkontakt und ein Mensch, der die Antwort kennt. Fehlt eine, versagt Hans. Das lässt nur eine Erklärung zu. Pfungst findet sie. Ein winziges, unwillkürliches Rucken des Kopfes, ein Nachlassen der Spannung. Genau bei der richtigen Klopfzahl. Hans liest das als Stopp. Pfungst testet es an sich selbst. Er spielt das Pferd, klopft Zahlen, die sein Gegenüber nur denkt, und reagiert auf dieselben Signale. Hans rechnet nicht. Er liest Menschen. Kein Betrug, nirgends. Von Osten ist nicht der Täuscher, sondern der Gläubigste der Getäuschten. Von Osten weist das Urteil zurück und beschuldigt die Kommission, Hans umdressiert zu haben. Privat äußert er sich später auch kritisch über das Pferd. Am 29. Juni 1909 stirbt von Osten. 2 Tage später fährt Hans per Bahn nach Elberfeld. Zum Kaufmann Karl Krall. Krall versammelt 11 Pferde, 2 Esel, ein Pony, einen Elefanten. 1916 werden die Tiere zum Kriegsdienst eingezogen. Hans' Schicksal bleibt Legende. Der Fall bekommt einen Namen: der kluge Hans-Effekt. Die Konsequenz daraus nutzt die Wissenschaft bis heute: das Doppelblind-Experiment. 2011 zeigt eine Studie aus Kalifornien. 18 Spürhundteams schlagen in geruchsfreien Räumen über 200 Mal falsch an, wenn der Hundeführer an einen Fund glaubt.
2009-10 entdecken Forscher denselben Fehler in einer KI. Sie erkennt Pferde am Wasserzeichen der Fotos, nicht am Tier. Sogenannte Clever-Hans-Prädiktoren. Wo begegnet dir dieser Effekt? Schreib es in die Kommentare.